Deshalb bin ich am 15. März 1985 habe ich bei MAPA angefangen. Und habe das nie bereut. Das ging es, weil MAPA war die Zeit, wo dann immer, es ging immer aufwärts, es ging immer hoch. Das war wieder ein Ritt auf dem Vulkan. Jedes Jahr ging es höher, 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 weiter, weiter, weiter. Gab es leichte Dellen, aber es ging immer hoch. Das hat mir immer riesen Spaß gemacht, muss ich sagen. Deshalb bin ich ja 35 Jahre dabei geblieben. Das war schon eine tolle Zeit. Glück gehabt, muss man sagen. Bei MAPA angefangen hatte ich einen festen Kundenkreis, das heißt Firma Ford in der Hauptsache. Das heißt, ich bin also jeden Morgen, da hatte ich aber einen festen Ansprechpartner. Ich bin dann jeden Morgen nach Ford gefahren, habe dann mit den entsprechenden Technikern gesprochen und dann habe ich mich um unsere Werkzeuge gekümmert. Man hat dann auch langsam angefangen zu planen. Am Anfang war das noch nicht so doll, aber da kamen Feinbauwerkzeuge hinzu, da haben wir dann geplant und gemacht und haben wir nachher Projekte ausgearbeitet. Aber eigentlich war da die Beratung das erste Wichtige, weil MAPA-Werkzeuge waren von Anfang an immer sehr beratungsintensiv. MAPA bezahlte mir mein Gehalt und ich war dann praktisch freigestellt zum Verkauf der Werkzeuge. Mein erster Dienstwagen war ein Sierra 1,6 Liter, 75 PS, ohne alles. Das heißt ohne Radio und ohne zweiten Außenspiegel. Sehr schwäbisch. Ja. Dann bin ich aber auch gefahren, so lange, bis irgendwann mal der Auspuff abgefahren ist. Bis ich nach Hause gefahren bin und man habe den auch noch in den Kofferraum reingepackt und bin dann ohne Auspuff nach Hause gedonnert. Das klingelte in den Ohren, ja. Aber schwäbisch, hier wurde immer gespart. Ne? Hier war nie Stillstand. Das hat mich immer so unheimlich imponiert. War manchmal anstrengend, klar. Manchmal möchten wir ja auch immer so auf der Welle langsam weiterreiten, ne? Aber da hat man hier keine Chance für gehabt. Das war immer drauf. Ich hoffe, dass MAPA sich noch weiterentwickelt. Wir wollen ja, der große Traum war ja mal, ich weiß nicht, wann Jochen das so ist, unter die ersten 3 weltweit zu kommen. Ich weiß nicht, ich glaube Nummer 6 haben wir, wie ich young bin, waren wir Nummer 6, keine Ahnung, wie wir jetzt stehen. Aber dass da weitergeht, weil das ist ein super Unternehmen. Das ist nicht so ein Unternehmen wie ein anderes Unternehmen. Ich hoffe, dass das so bleibt, dass so die Frische da drin bleibt. So, für nächstes Jahr, 75 Jahre MAPA. Dass sie erfolgreich sind, dass sie weiterkommen, dass sie unter den Top 4 kommen. Das ist mein großer Wunsch.